Es ist meiner Meinung nach auch komplette Zeitverschwendung. Hol mal die Watte aus dem Mund. Er hat in Dialekt geschrieben und ich habe es erst relativ spät gemerkt. Meiner Meinung nach ist das komplette Zeitverschwendung. Ein Cloak, sinnlos, ist nur ein Skin, der bringt dir gar nichts. Kriegst noch ein CS-Pad, sinnlos, bringt dir gar nichts. Jeder, der 120 Master erreicht, hat schon lange ein CS-Pad. Das Einzige, was irgendwas bringt, ist Hero. Nochmal 5 Level mehr machen für eine zweite Stat-Page. Aber für all das musst du unfassbar viel Zeit aufwenden. Also du solltest dann diese zweite Stat-Page auch wirklich brauchen oder wollen. Ansonsten ist das kranke Zeitverschwendung. Und wenn überhaupt, würde man es eher auf dem FEC machen, weil da geht es dann wenigstens mehr als doppelt so schnell. Da kann man sich auch noch einreden lassen, dass du statt 150 Stunden nur 60 investierst. Das kann man sich auch einreden lassen. Aber ansonsten... Ich bin jetzt leider an dem Punkt, wo ich sage, naja, ohne diese zweite Stat-Page ist es schon sehr ungemütlich. Ich habe diesen Punkt jetzt leider erreicht, ja. Wofür ich die Stat-Page brauche? Na, zum Leveln. Kailun ist einfach ranzig. Und zwingt dich gewissermaßen auf Face-Tank zu switchen. Also zwingt es dich nicht, aber es macht einfach keinen Spaß, hier Hit-and-Run zu spielen, weil das Levelgebiet ist einfach Arschritze. Sie haben halt wirklich alles getan, damit sich Hit-and-Run hier nicht mehr lohnt oder auf jeden Fall keinen Spaß macht. Im Gegensatz zu jedem anderen Gebiet. Weil sonst waren es einfach immer nur die Spieler, die gesagt haben, Hit-and-Run lohnt nicht und so. Aber was die Leute sagen, ist ja egal. Aber in dem Fall sind es einfach objektive Sachen, die geändert wurden. Monster sind schneller, machen viel mehr Schaden, sind Fernkampf. Das sind halt Sachen, das hat wenig damit zu tun, was irgendjemand sagt. Es ist einfach so. Ich meine, du kannst es trotzdem spielen, habe ich auch gemacht. Bis 178 habe ich einen mit Hit-and-Run gelevelt. Den hier habe ich auch bis 175 mit Hit-and-Run gelevelt. Na, 174. Also ich habe schon viel Hit-and-Run gelevelt, aber ich hatte jetzt dann irgendwann die Schnauze voll. Was halt einfach keinen Spaß gemacht hat. Also mein größter Kritikpunkt war, schon 1000-mal gesagt, aber mein größter Kritikpunkt an Kailun ist halt, dass es schwieriger ist ja irgendwo okay. Kann man sich einreden lassen. Aber es darf nicht sein, dass ich mit relativ gutem Equipment und Full Power-Up, ja, das ist wichtig, dass man das versteht. Mit mehr als, also besser als mittelmäßig auf jeden Fall. Besser als mittelmäßigem Equipment, also gutem Equipment und Full Power-Up. Und damit meine ich wirklich alles. Upcutstone, richtige Power-Ups auch, also keine Low Power-Ups, sondern wirklich Full Grid Eel, Death Upcutstone, Elle Death Upcutstone, Flasks, Potion, alles drum und dran. Das ist wirklich alles, was du aktivieren kannst, basically, was es gibt. Habe lange genug Power-Ups gesaved, indem ich eben keine benutzt habe, weil man keine gebraucht hat. Und dann, okay, ich lasse mir einreden, es gibt ein Gebiet, da sind die Monster halt ein bisschen stärker, da muss man dann Power-Ups aktivieren. Ja, ist ja gut, dafür hat man sie ja gespart. Dass, wenn man sie irgendwann wirklich braucht, dass man sie dann halt ganz normal benutzen kann. Aber ich habe trotz diesen Power-Ups und fast 30 KP und so und PvE-Set und hoher Blockrate etc. haben die Viecher mir die Seele aus dem Leib geprügelt. Und selbst wenn ich auf meine Tank-Stat-Page switche, wie jetzt gerade, mit 170 SDA und 177 Dex, also quasi ich weiche überwiegend aus, ich blocke fast alles, habe viel mehr HP und kriege auch ein bisschen weniger Schaden durch mehr Death, weil das wirklich vernichtend gering ist, aber minimal zumindest, prügeln mir die immer noch die Scheiße aus dem Leib. Wenn ich auch nur ein paar Sekunden nicht angreifen würde, nicht healen würde, also angreifen entspricht hierbei Mage, Elementor, whatever, wenn ich nur ein paar Sekunden nicht angreife, sterbe ich sofort. Also 2,5, 3 Sekunden und ich bin tot. Immer noch. Full Power-Up mit zweiter
Statpage, maximale Blockrate, maximale Ausweichrate, höherer Def-Wert, viel höherer AP-Wert etc. Selbst dann immer noch. Und ich finde, das ist einfach zu übertrieben, weil Leveln sollte halt nichts sein, wofür man richtig krasses Equipment braucht. Also ich meine, Leveln ist ja die Base von dem Game. Also ich meine, wenn du das nicht machen kannst, dann kannst du überhaupt nichts machen. Weil wenn dir Leveln zu schwer ist, ja, dann kannst du auch nicht Anku farmen, dann kannst du gar nichts machen. Dann packst du keine Giants, dann packst du keinen Dungeon. Eigentlich kannst du dann überhaupt nichts machen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das so ist. Also ich meine, es soll ja zumindest so sein, dass eine Sache... Natürlich, dass du hier nicht nackt rumlaufen kannst, ist auch klar. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, dass wenn du Power-Ups aktivierst und halbwegs ordentliches Equipment hast, dass die Monster dich dann nicht two-shotten sollten. Und das haben sie hier halt irgendwie komplett übertrieben. Das ist halt echt nicht casual-friendly, nicht free-to-play-friendly. Bin auch mal gespannt, wie es auf dem FEC sein wird, weil letztes Jahr auf dem FEC hatte ich echt richtig spät erst halbwegs vernünftiges Equipment. Kurz vor 160, glaube ich, hatte ich dann endlich mal halbwegs vernünftiges Equipment. Und mit 160 wärst du eigentlich schon in Kowloon. Aber ohne halbwegs vernünftiges Equipment brauchst du nicht nach Kowloon gehen. Da hast du keine Chance. Die werden dich windelweich prügeln. Deswegen, ja. Bin ich auf Face Tank geswitcht und selbst das fühlt sich immer noch eigentlich unfair an, weil, wie gesagt, gutes Equipment plus Full Power-Ups. Bin ich der Meinung, das ist ja auch irgendwie der Sinn von Power-Ups, dass du dich dann eigentlich schon... ja, eigentlich unbesiegbar fühlst. Du solltest nicht unbesiegbar sein, aber du solltest dich zumindest so fühlen, als wärst du eigentlich unbesiegbar. Und halt, wenn du keinen Fehler machst, sowas wie ich spring voll in die Monster rein als Hit and Run, natürlich soll ich dann sterben, auch mit Power-Ups. Aber soweit du jetzt keinen vehementen, drastischen, ultra heftigen Fehl- oder Missplay machst, Fettfinger, dann sollte das einfach nicht möglich sein, dass du durch die kleinste Berührung eines Monsters stirbst, sozusagen. Aber genau so ist es. Als Hit and Run und selbst als Face Tank ist es auch immer noch relativ heftig, wie viel Schaden die Mobs machen. Deswegen ist ja dieser Bug auch so schlimm, wo du für eine halbe Sekunde, eine Sekunde, whatever, keine Skills benutzen kannst. Das ist im Endeffekt ist einfach nur ein Port-Bug, aber es ist so ein bisschen eine ätzendere Version von einem Port-Bug, weil der immer triggern kann, auch wenn du nicht irgendwie gegen ein Hindernis läufst. Und eigentlich war ja der klassische Port-Bug ist ja immer mit irgendwie, du bist gegen ein Hindernis gelaufen und dann bist du zurückgeportet, weil dein Charakter sich woanders befindet, als er angezeigt wird, bla 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 bla. Und deswegen ist dieser Bug so schlimm, weil sobald du halt aufhörst anzugreifen, und genau das macht dieser Bug, der Bug sorgt dafür, dass du nicht angreifen kannst. Und sobald du nicht mehr angreifst und dich halt nicht mit deinem M schützt, stirbst du halt einfach sauschnell. Und deswegen ist dieser Bug halt selbst bei Face Tank ultra nervig, weil du als Face Tank halt auch nicht unsterblich bist. Auch nicht mit Full Power-Ups. Das sind alles so Sachen, die jetzt schon irgendwie komisch sind. Unnötig. Ich bin eigentlich schon der Meinung, ein Game sollte grundsätzlich, selbst Flive, also wir reden ja von heutzutage, nicht mehr von Oldschool. Ich finde halt, das Base-Game sollte eigentlich schon so sein, dass es ziemlich einfach ist. Also eigentlich für jedes Game. Selbst Dark Souls oder so ein Scheiß. Und für die Leute, die es richtig schwer wollen, kannst du ja den Content hinzufügen, der richtig schwer ist. Das ist eigentlich auch der Sinn davon. Endgame. Das ist immer das, was die Leute fordern in vielen Videospielen. Die wollen richtigen Endgame-Content. Und viele Leute meinen damit halt irgendwas, was saumäßig schwer ist, was nicht einfach so jeder machen kann. Wo man dann halt seinen Skill beweisen kann. Ja, und das kann man ja machen. Aber Leveln ist halt nicht, das ist ja kein Endgame-Content. Leveln ist einfach nur Leveln. Das ist nichts, was irgendwie schwierig sein sollte. Oder nicht ultra schwierig. Das sollte einfach... Das sollte der Casual-Content sein, den jeder machen kann. Giants, Violets, Bosse, Dungeons. Das kann dann durchaus deutlich schwieriger sein. Und da wäre es sogar richtig geil, wenn sie dann noch weitere Schwierigkeitsstufen hinzufügen würden. Im Sinne von Dungeon standardmäßig ist einfach, dann schwierig und dann super schwer und dann vielleicht noch Höllenmodus und whatever. Aber das ist wohl zu viel verlangt. Es ist wohl zu viel verlangt, dass dich die Monster hier nicht one-shotten, wenn du hier mit schlechtem Equipment hingehst. I suppose.